Hallo ihr Lieben, habt ihr schon Sauerkraut selber gemacht? Ich habe seit ein paar Jahren angefangen, meine eigene Sauerkraut zu machen und seitdem mag ich die gekaufte Sauerkraut nicht mehr so sehr, weil die hausgemachte einfach viel besser schmeckt. Du kannst selber den Geschmack entscheiden. Der Sauerkraut hat eine schöne Crunch. Und obwohl es etwas Zeit in Anspruch nimmt, würde ich es jedem empfehlen, eigene Sauerkraut herzustellen, weil es einfach so viel besser schmeckt. Und in meinem heutigen Video werde ich dir zeigen, wie du deine eigene Sauerkraut ganz einfach selber machen kannst. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. So, das erste, was wir machen, ist, eigentlich habe ich schon ein kleines Teil davon gemacht. Ich entferne immer die äußeren Blätter, die etwas schlecht sind. Dann werde ich ein kleines Stück hier abschneiden. So, dann werde ich erst den Kohl vierteln. Ich habe den Kohl noch nicht gewogen, weil wir Teile abschneiden. Und es ist ganz wichtig, am Ende die genaue Menge zu wissen, so dass wir dann, oder den genauen Gewicht zu wissen, so dass wir dann die richtige Menge an Salz dazu geben. Deswegen habe ich noch nicht gewogen. Ich werde erst den fertig geschnittenen Kohl dann wiegen. Und jetzt werde ich diesen Hartteil abschneiden und den Kohl ganz fein hacken. Jetzt habe ich mein ganzes Kohl geschnitten. Es ist sehr viel geworden und das kann auch etwas dauern. Jetzt muss ich es wiegen und ich mag das so zu machen, dass ich erst 1 Kilo fertig mache und danach dann die nächste. Ich finde, das geht ein bisschen einfacher. Es ist für die Hände auch so etwas einfacher, als die ganz große Menge auf einmal vorzubereiten, aber wenn du magst, kannst du natürlich die ganze Menge auf einmal machen. Ich nehme für jeden Kilo 20 Gramm Salz, Meersalz ohne alles, also es muss pures Meersalz sein, kein Jod, keine andere Zusätze und dann wird das Ganze massiert für 20 Minuten, bis da genug Saft ist, der Kohl schön weich geworden ist und danach in eine sterilisierte Glas, eine saubere Glas geben. Aber jetzt erst werde ich 1 Kilo Kohlmehl hier in die Schüssel geben und dann die 20 Gramm Salz dazu. Und dann den Kohl, wie gesagt, für 20 Minuten so mit den Händen bearbeiten. Ich weiß nicht, ob man so sagen kann. So massieren, bis es schön weich wird. Da wird sich auch Flüssigkeit bilden und das ist ganz wichtig für den oder Fermentationsprozess. Dieser Teil ist etwas anstrengend und deswegen würde ich dir empfehlen, den Uhr aufzustellen, so dass du wirklich weißt, dass du die 20 Minuten gemacht hast und dann sollte der Kohl auch soweit sein. Aber ich werde dir noch zeigen, wie es dann aussehen soll. Jetzt habe ich schon die erste Kilo fertig und ich wollte euch zeigen, so sieht es am Anfang aus, so dass es die nächste Teil, die ich jetzt gleich vorbereite und so sieht der fertige dann aus. Es ist ungefähr zum Hälfte geschrunken und die Farbe ist auch etwas anders. Der Kohl wird etwas durchsichtig und da bildet sich sehr viel Flüssigkeit. Dann, wenn der Kohl fertig ist, kann man es in die Gläser befüllen und ganz wichtig, eine saubere, sterilisierte Glas dafür nehmen, den Kohl wirklich fest in die Glas drücken, so dass da immer Flüssigkeit oben drauf bleibt. Was ich noch machen mag, ist ganz am Ende noch Frischhaltefolie drauflegen und ein Gewicht drauflegen. Ich verwende dafür eine Glasflasche, die mit Wasser befüllt ist, um den Kohl noch etwas runter zu drücken. Und am zweiten Tag kann man dann checken, ob man den Gewicht noch braucht oder der Kohl bleibt einfach so schon selbst. Und
Dann den Kohl, man muss ihn nicht bedecken. Ich bedecke es immer nur mit den Frischhaltefolie oder sowas ähnliches. Man kann auch ein Papiertuch einfach drauflegen, so dass kein Staub drauf kommt. Aber sonst soll man es nicht bedecken, weil da dann im Fermentierprozess so Gase sich bilden und die müssen dann auch raus. Sonst wer weiß, was passiert. Und ganz wichtig, auch nicht ganz voll füllen, weil sonst, wenn die Gase dann rauskommen und aus dem Glas sich entfernen, dann wird die Flüssigkeit auch nach oben geschoben und wenn es randvoll gefüllt ist, dann wird der ganze Boden mit diesem Wasser bedeckt. Ist mir schon passiert, deswegen ganz wichtig, nicht randvoll füllen. Am besten etwa so oben noch Raum lassen, dann kann man sicher sein, dass das nicht passiert. Und dann den Sauerkraut in eine dunkle Stelle stellen. Ich mache das immer so einfach in meine Küche irgendwo unten, wo es nicht stört, so dass es keine direkte Sonnenlicht bekommt. Und dann, du kannst die Sauerkraut ab 3. Tag probieren. Ich probiere es normalerweise nach 5 Tagen und wenn der Geschmack perfekt ist, wenn der Geschmack dir vor allem schmeckt, dann kannst du die Sauerkrautdose schließen und den Sauerkraut an eine kühler Ort lagern. An dieser Stelle mag ich den Sauerkraut auch noch in kleinere Gläser packen, weil dann, wenn ich es öffne, ist es eine kleinere Menge und nicht das ganze Sauerkraut. So bleibt das Sauerkraut auch länger frisch. Ich hoffe, dir hat mein Sauerkrautrezept gefallen. Ich zubereite meine Sauerkraut immer nach dieser Methode und wie du es hier auch schon sehen kannst, steht bei mir schon die nächste Ladung bereit. Das ist das letzte, was von dieser Ladung geblieben ist. Ich schenke immer etwas von dem Sauerkraut auch an Familie und ich denke, es ist auch ein ganz tolles hausgemachtes Geschenk, ob jetzt einfach so oder zu Weihnachten oder zum anderen Feiertagen. Es ist sehr gesund, vor allem jetzt im Winter braucht man die Vitamine und die Mineralstoffe und die Milchsäurebakterien, die in Sauerkraut erhalten sind, um das Immunsystem zu stützen und gesund zu bleiben. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen und dass du dann auch testen wirst. Wenn du es testen wirst, würde ich mich sehr auf deinen Kommentar freuen. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.